Wir haben auf unseren Reisen schon über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Das ist mehr als zweimal um die Welt. Bisher hatten wir keine Probleme mit der Polizei. Doch diesmal haben wir nicht aufgepasst. Müssen wir eine Strafe zahlen? Am Ende erleben wir die abenteuerlichste Taxifahrt unseres Lebens. Reifen drehen durch, Fahrzeug setzt auf. Nachdem wir unseren kaputten Turbo repariert haben, verlassen wir endlich Rio Cuarto. Wir haben zwar gestern eine kurze Testfahrt gemacht, aber heute kommt es drauf an. Unser Ziel ist Mendoza. Uns erwarten 40 Grad und am Ende auch noch die Polizei. Morgen! Morgen. Wir sind wieder unterwegs. Ja. Also Finger crossed, dass es so lange hält. Wir haben ja mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwas lange hält. Aber diesmal haben wir es selber repariert. Also ich habe jede Schraube angefasst. Ich weiß, was ich gemacht habe. Wenn das Teil in Ordnung ist, dann sollte das auch funktionieren, was wir hier machen. Ne? Genau. Unser Ziel ist noch Mendoza. Genau. Also es ist immer noch Mendoza, seit 3 Wochen jetzt. Ja. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das heute vielleicht schon schaffen. Das sind 450 Kilometer, ne? Ja. So, man sieht auch schon die ersten Hügelketten. Es waren jetzt über 1000 Kilometer Flachland und jetzt geht es endlich wieder los. Geile Landschaft. Da freuen wir uns drauf. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es ist eine richtige Hitzewelle. Also gestern waren 40 Grad und heute soll noch mal richtig heiß werden. Ja, mal schauen, wie weit uns die Kraft trägt, wenn ich mal eine Pause drin. Auf geht's. So, ersten Stopp haben wir gemacht. Sieht gut aus. Wir haben kein Öl verloren. Die Schrauben sind alle fest. So. Er läuft. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass er ein bisschen Temperaturprobleme hat. Also wir heißer werden als sonst. Aber das kann auch Fehleindruck sein, weil es geht durchgehend so ein bisschen bergauf. Und wir haben es halt auch sehr, sehr warm draußen. Und um uns herum hat sich die Landschaft komplett verändert. Es ist total schön bergig geworden und fängt an, interessant zu werden. Und nach 1000 Kilometern so langweiliger, flacher Hollandlandschaft, das ist schon sehr, sehr schön für die Augen. Ja, also ein Viertel der Strecke haben wir. Wir erreichen die Provinz San Luis. Es ist die 17. von insgesamt 23 Regionen in Argentinien. Wir nutzen vor allem die kleinen Straßen, weil hier viel weniger Lastwagen unterwegs sind. Es wundert uns, so viele Mautstellen und Polizeikontrollen wie hier im Norden Argentiniens hatten wir noch nie. Zum Glück ist die Maut sehr günstig und die Polizei winkt uns auch meistens ohne Fragen durch. Das wird sich später noch ändern. Hola, buen día. Buen día. ¿Cuánto? 800. Ah, 800. Espera, tengo yo. Nach den harten Tagen der letzten Woche fühlt es sich gut an, hier zu sein. Endlich wieder unterwegs und wir kommen unserem Ziel, den Anden, näher und näher.
Ja. Heute ist wieder ein schrecklich heißer Tag. Wir halten es kaum aus, denn selbst der Fahrtwind ist warm wie eine Sauna. Mit diesen Bedingungen wollen wir nicht weiterfahren und suchen uns Schatten. Durch Zufall landen wir in einem Ort vollen Thermalbäder. Ah. ¿Va buena caliente? Es sollen zwar nur 40 Grad sein, es fühlt sich aber wärmer an. Also jetzt haben wir ja mal so richtig Schwein gehabt. Ich wollte ja gar nicht rausfahren. Alessandra meinte, naja, fahren wir jetzt raus, suchen uns einen Platz zum Schlafen. Das ist so, dass wir nicht die ganze Strecke durchfahren wegen Wilma und wegen der Hitze. Und eigentlich wollte ich gar nicht. Ich habe gedacht, naja, komm, suchen wir uns einfach einen Baum, legen uns in den Schatten und fahren weiter. Naja, aber dann war es doch so heiß. Ich sage, komm, wo ist jetzt hier dein Platz, wo du meintest? Jetzt sind wir in einem Ort gelandet, der dafür bekannt ist, dass er hier so Thermalbäder hat. Und jetzt sind hier, also neben dem Campingplatz, auf dem wir übrigens gratis stehen, weil wir nicht schlafen wollen, haben wir gesagt, nur bis heute Abend irgendwie und dann weiter können wir hier sein. Und dann haben wir 2 Bändchen bekommen und können da zum Swimmingpool gehen und können da baden gehen. Das ist so eine richtige Badelandschaft. Aber müsst ihr euch jetzt nicht vorstellen wie bei uns. Also ist süß gemacht, ist so wie es hat alles, was man braucht, aber es hat halt so ein bisschen sozialistischen Charme, würde ich sagen. Also alles eher Beton angemalt, aber total schön, das reicht ja völlig aus. Verletzungsgefahr, naja, da sind wir anders drauf. Und Bademeister gibt es auch keinen, also da rennt zumindest keiner rum und die machen da alle, was sie wollen. Aber trotzdem viel ruhiger als bei uns, da schreit keiner rum. Ja, wir sind hier nicht weit weg davon. Hört ihr den Swimmingpool? Da sind bestimmt 50 Kinder am Baden. Voll krass, ne? Ja, naja, auf jeden Fall total schön. Und jetzt sollen wir uns hier mal ein bisschen abkühlen und dann irgendwie entweder nachher weiter oder wir pennen hier und fahren morgen früh weiter. Auf jeden Fall ist die Hängematte im Schatten unbezahlbar. Guten Morgen, zweiter Tag, weiter nach Mendoza. Es war gestern ja nun wirklich nicht mehr auszuhalten. Und wir hatten so ein Glück mit dem Swimmingpool, oder? Echt cool. Ja, eine super Nacht gehabt. Und es ist jetzt, ihr glaubt es kaum, also heute Morgen, gestern waren über 40 Grad und heute Morgen waren 19 Grad. Also es war richtig kalt, man musste einen Pulli anziehen. Und das innerhalb von einer Nacht, also total krass. So, wir fahren jetzt auf der 7 ist es, ne? Die Route 7, genau. Also ganz bekannte Straße in Argentinien. Die verbindet nämlich Cordoba, ich muss mal gucken hier. Ihr hört ja die Schlaglöcher, immer Alessandra meint schon, die Autobahnen sind die schlechtesten, die Landstraßen sind schon besser. Auf jeden Fall verbindet die Cordoba und Mendoza. Und was total krass ist, also das ist wieder so ein Zeichen für Sozialismus. Die gesamte Straße hat in der Mitte Laternen. Wir haben in Europa nirgendwo eine Autobahn, die über 250 Kilometer Laternen hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam und wer auch auf die Idee kam, das zu pflegen und wer das bezahlt am Ende. Und ob die in der Nacht funktionieren, kann ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist die gesamte Strecke 250 Kilometer ja, mit Laternen. Unglaublich. Gracias. Hasta luego.
Nach wenigen Kilometern wollen sie wieder Geld von uns. Das hier ist aber keine Mautstation. Diesmal ist es etwas anderes. Gracias. Das ist Fruchtkontrolle. Ja, ist Fruchtkontrolle. Fruchtkontrollen kennen wir bisher nur aus Patagonien. Hier gibt es nämlich keine Fruchtfliege und deshalb dürfen bestimmte Früchte hier nicht eingeführt werden. Hier haben wir nicht mit der Kontrolle gerechnet. Und natürlich haben wir frisches Obst dabei. Hola, buen día. Buen día. Bien, bien. Sí, sí, claro. Bien, frutas. Sí, tenemos. ¿Qué fruta lleva? Fruta. Papa no hay problema. Manzana creo y creo Plátano. son plátano. Banana. Bien, manzana no puede ingresar. Ok, no sabía. Plátano no hay problema. Ok, Ah. hola. ¿Tú haces? ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Paseando? ¿Viajando? Sí, ¿De dónde exactamente. viene? Ahora vinimos de Córdoba porque teníamos un gran problema con el motor, pero arreglado de los buen talleres argentinos. Buenísimo. Y ahora estamos más de un año en Argentina. ¿A un año? Ya, sí, hemos hecho todo el sur, todo Patagonia, por eso la Qué lindo. control de fruta conocimos, Ah, pero no bien. sabía que está aquí también. Claro. ¿Listo? Sí. Ya. Perfecto. Muy amable. Listo, chicos. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. ¿Estás? Am Ende wird sogar noch unser Fahrzeug desinfiziert. Damit ist die Sache eher erledigt. Es wird heute aber nicht die letzte Kontrolle sein. Bienvenido a Mendoza. Lo prometo con la licencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias. ¿Cinturón suyo? Sí. Cinturón de seguridad. He venido solo un momento a recoger un cable. Se lo tiene que colocar siempre. Sí, sí. Siempre. Ahora me pongo directamente. Mire, póngase delante de ese vehículo al costadito. Delante. Delante de ese al costadito. ¿Eso no va a ver el vehículo? Este vehículo. Aquí es la matrícula. ¿Alemán o...? Sí. ¿Alemán? Sí, todo alemán. ¿Alemán? Sí. Bien. Carga. Su licencia venció el 17 de 6 del año 36, ¿puede ser? Puede ser. ¿Cómo se llama usted? Schollamer. Exactamente, aquí son los nombres. Cuando ves aquí. Sí, estaba buscando los nombres. Acá está, Alessandro. Bien. Chicos, Muchas gracias, buen día. Gracias. Adiós. El chico dice ahora, no tenía el cinturón. Bye. Ahora bien. Zum Glück hatten sich die Polizisten nicht gut abgesprochen. Normalerweise hätten wir eine Strafe zahlen müssen. So haben wir nur im Rückspiegel gesehen, wie sie mit den Armen gefuchtelt haben. Zum Glück haben sie uns nicht verfolgt. Wir sind somit knapp der Strafe entkommen. So, geschafft, wir sind in Mendoza. Und es ist schon wieder schweineheiß. Und wir haben uns entschlossen, wir werden uns jetzt mal für ein paar Tage, also wenn wir die Stadt hier besuchen wollen, dann brauchen wir ein Haus. Weil wir können die Hunde ja nie im Auto lassen. Es ist so dermaßen warm, sind immer noch 37 Grad. Und jetzt haben wir uns hier so ein Airbnb genommen, da fahren wir jetzt hin. Und dann können wir Mali und Wilma da auch lassen. Hier muss es sein irgendwo. Also irgendwo hier müsste das sein. Da vorne ist die Straße. Mystica Iverdat, schöner Name.
hier. Ja, das ist hier, da das letzte. Más aquí, un poco más aquí. Schön. Total cool. Also die haben uns von dem Nachbarn den Parkplatz gegeben, weil bei uns die Einfahrt zu klein ist. Und jetzt können wir hier stehen bei dem drinnen. Da haben wir uns wenigstens keine Sorgen zu machen wegen dem Auto. Und wenn wir nehmen wir uns jetzt ein Uber, wenn wir in die Stadt gehen. Warum sollen wir mit dem Auto fahren? Wir machen uns ja dauernd Gedanken, wo der steht. So, und hier steht er sicher. Hier schließen wir das Ding jetzt ab. Und dann viel auf nach Mendoza. So. Sitzen wir Uber und fahren Richtung Mendoza Downtown. Ja. Und wollen einfach mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Und die Stadt ist ja so, war von Erdbeben heimgesucht und die ganze Konstruktion hier, ist uns schon aufgefallen, ist total flach. Es gibt überhaupt keine hohen Häuser, immer nur einstöckig. Und wir haben auch gelesen, es soll hier ganz viele Plätze geben in der Stadt, wo man dann, falls ein Erdbeben ist, sich sammeln kann. Ob jetzt hier mehr Erdbeben sind als woanders, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ist die Stadt mal durch ein Erdbeben zerstört worden. Ein Recto, Okay. 3 cuadras. 3 cuadras. Pero Ok. todo es el centro. Okay. perfecto. Todo, absolutamente todo esto es el centro. Muy bien. Muchas gracias. Ist ja doch noch ein bisschen Stadt draus geworden. Vorher habe ich gedacht, das ist alles nur so flach, aber hier ist doch innerstädtisch. Und was total schön ist, die gesamte Innenstadt hat riesige Bäume, also riesige Alleebäume, wie ich die eigentlich aus Berlin kenne. Und das ist alles Schatten. Das ist also jetzt ab und zu kommt die Sonne mal durch, aber jetzt ist schon wieder Schatten. Und das ist echt voll schön. Also die gesamte Innenstadt ist so. Es ist alles total grün. Geile Innenstadt, ne? No, y aquí está el área pedonal, totalmente lleno de restaurante, café. A ver, Ne? tengo hambre. Ja, ich habe auch Hunger. Ey. Irgendeine Kleinigkeit müssen wir uns jetzt reinwerfen hier. Überall in der Stadt sieht man diese Gräben, also diese Kanäle. Und die heißen Acequias. Und die sind aber von den Indigenen noch. Also das stammt nicht aus der Kolonialzeit, sondern das haben die Indigenen schon zur Felderbewässerung benutzt und die wurden nur übernommen. Und heutzutage bewässern die damit die gesamte Stadt. Und wohin? Prima geradeaus. Alla prossima plaza. Okay, vamos. Irgendwie gibt es hier in Mendoza nicht allzu viel zu sehen. Abgesehen von vielen Plätzen, schönen modernen Häusern und schicken Hotels und Restaurants. Es ist nicht so ganz unser Ding. Die Restaurants sind außerdem sehr teuer. Also ich stehe vor dem Eingangstor von dem Park General San Martin. Das ist der Zentralpark von Mendoza und der ist größer als der Central Park in New York. Da wir aber noch nichts gegessen haben, werden wir jetzt erstmal noch was zu essen suchen und dann da reingehen. Weil wenn wir jetzt da reingehen, kommen wir da nie wieder raus. Ich habe so einen Hunger. Hast du was gefunden, Baby? Encontraste algo? Sí, this Da? way. Wir haben was. Auf geht's. Wir haben jetzt was gefunden, das ist eigentlich schon fast peinlich. Es steht hier Super Pancho, also heißt Hotdog. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, mit was für einer schrecklichen Wurst. Aber ich hau's jetzt raus. Die Stadt ist so teuer. Wir haben schon viel erlebt, aber das ist teurer als Zürich. Ja. Und
Beispiel, normalerweise kostet so 12 Empanadas so 6 Euro, ne, in dem Dreh. Ja? Also hier kosten 12 Empanadas, schlage und schreibe 18 Euro. Ja? Oder ein Hamburger kostet hier 15 Euro mindestens. Jetzt haben wir hier für 2 so 7 Euro bezahlt. Ist zwar absolutes Junkfood, aber das andere wäre ja auch Junkfood, nur eben teurer. Ja? Komm, wir hauen uns den jetzt rein. Hau dir den Pancho rein, komm, gib's ihm. Hau ihn rein, komm. Bitte. Wir wollen es sehen, komm. Baby, hau ihn rein, den Pancho, gib's ihm. Und wie sieht's aus? Das wird richtig lecker. Und? Ist es ein Geschmackserlebnis? As I expected. Ist es richtiger Scheiß? Es ist richtiger Scheiß. Auf geht's. Viel Spaß. Die Preise sind absolut nicht normal. 45.000 Pesos sind 40 Euro für Fast Food. Richtig kacke. Also das ist das Schlechteste, ich glaube, mit das Schlechteste, was ich je gegessen habe, oder? Also richtig schrecklich. Aber egal. Günstig, voll und danach ab in den Park. Alfajor helado. Alfajor Eis. Ja, auf Empfehlung von Richie, Freund von uns. Es soll das beste Eis in Mendoza sein. Ist gut. Ja? Malbec. Cereza mit Malbec. Ich will noch probieren. Nur nicht so. Interessante. Però okay. Nothing special. Also ich bin mir bei dem Malbec-Eis nicht sicher, ob es gut ist, aber wir werden es morgen sehen. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Das Video ist ja noch nicht vorbei. Aber Bananasplit ist richtig gut und Schoko ist auch gut. Auf dem Weg nach Hause läuft irgendwas schief mit dem Taxi und auf einmal befinden wir uns auf einem abgelegenen Feldweg. Also es ist auch noch richtig abenteuerlich geworden, weil irgendwie hat uns Google hier sonst wohin gelenkt. Und wir sind jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde mit Wasserdurchquerungen beschäftigt und fahren mit dem Taxi über die Strecke, welche nicht mal mit dem Auto gefahren, nicht mal mit unserem Auto gefahren. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt ankommen. Der Weg ist wirklich schlecht und wir brauchen eine gefühlte Ewigkeit, bis wir endlich wieder Licht am Ende sehen können. So. Also wir sind angekommen, aber das war echt krass. Der Taxifahrer war auch voll genervt. Wie viele Kilometer waren denn das jetzt? Also bestimmt, ja, 5 Kilometer mindestens. Also 5 Kilometer, ihr müsst euch vorstellen, echte Geröllstraße, Maximalgeschwindigkeit 8 km/h. Con piedras, con agua, con arena. Reifen drehen durch, Fahrzeug setzt auf, ja, er sitzt vorne drin so, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Und wir hinten drin, ich meine, gut, wir haben uns totgelacht. Ich meine, es ist ja auch nicht unsere Schuld, dass sein Uber-Leitsystem uns diese komische Straße hier lang lenkt. Aber wir sind da, hier ist unsere Bleibe. Una vez tuvimos que preocuparnos sobre el coche. Genau. Genau. Stimmt, wir mussten uns wirklich keine Sorgen machen, gar nicht so schlecht. Naja, aber wir sind da, hat geklappt. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. So, das muss ich jetzt mal loswerden. Also wir haben ja gestern, also die Taxifahrt, die war echt das Krasseste. Also das haben wir echt noch nie erlebt. Und der Typ hat gekocht vorne drin. Also echt unglaublich. Und ganz im Ernst, also wir hätten auch nicht erwartet, dass wir gestern noch fast eine Stunde Offroad fahren müssen, bis wir zu Hause sind. Hier ist alles asphaltiert. Der ist einfach nur in der Mitte der Asphaltstraßen, weil es Google die kürzere Straße war, sind wir dann am Ende in dieser Pampa gelandet. So, aber mal was ganz anderes.
Wir waren ja gestern in Mendoza und wir haben eigentlich noch 2 Tage hier und wir haben das Haus auch noch für die 2 Tage. Wir wollten uns die Stadt eigentlich länger angucken. Das machen wir nicht. Ich sage euch auch warum. Vielleicht ist euch das ja schon aufgefallen bei uns auf dem Kanal, wir unterstützen so Kommerz nicht so richtig. Ja, das heißt, wir waren in Cafayate im Süden Argentiniens, sind wir auch nie weggegangen, sind auch in kein Restaurant gegangen, weil die Preise einfach abnormal sind. Also die Preise sind komplett durch die Decke und nicht mehr in Relation zu dem, was du bekommst. Das hat nicht nur mit der Inflation in Argentinien zu tun, es gibt auch andere Orte in Argentinien, wo wir waren, da ist es zwar teuer, aber normal, aber hier ist es abnormal. Und mal ganz klar gesagt, wenn ich eine Pizza für 22 € essen möchte, dann tue ich das vielleicht in Napoli, also direkt am Strand, beim besten Pizzaiolo, den es in ganz Napoli gibt und habe dann auch die beste Pizza, die ich wahrscheinlich je in meinem Leben gegessen habe. Wenn ich hier für 22 € eine Pizza esse, den Teig machen sie gut, keine Frage, aber wir reden hier über Mozzarella, wir reden über ein fettiges Käsederivat, ja, was mit Käse so viel zu tun hat wie ein rosa Schweinchen mit Luftfahrt. Und dafür würde ich niemals 22 € ausgeben. Auch wenn ich in ein Restaurant hier gehe, heißt es, ja, das gute Fleisch, die guten Zutaten. Ja, das stimmt, es gibt hier sehr gutes Fleisch. Wenn ich aber pro Kopf 50 bis 60 oder mehr Euros zahlen muss und Preise wie in Zürich habe, dann lasse ich das. Wisst ihr, was ich dann mache? Dann koche ich hier. Riesengrill. Und guck mal, das ist eine Geschichte, das ist was Richtiges. Das Teil hier wiegt 1,4 Kilo, ist geilstes Rindfleisch, ein richtig mit einem schönen Knochen hier drin, ein richtig schönes Stück Fleisch. Und dann mache ich mir das lieber selber. Und was haben wir bezahlt dafür? Wir haben hierfür bezahlt 10 €, also 8 € kostet das Kilo. Das ist günstig, das macht Spaß. Aber hier ins Restaurant zu gehen, das sparen wir uns. Wir nutzen die Hütte. Wir können ausnahmsweise nach 1,5 Jahren zum ersten Mal uns auf eine Couch legen und Fernsehen gucken, sogar mit Dolby Surround. Haben wir wirklich seit 1,5 Jahren, schon länger nicht gemacht, hatten wir schon länger nicht, bestimmt seit 2,5 Jahren schon nicht mehr. Und deswegen nutzen wir das hier, grillen uns was Schönes, lassen das langsam garen und sparen uns das Geld und geben es lieber für was anderes Schönes aus. Am nächsten Tag verlassen wir das Haus, aber nicht Mendoza. Hier wohnt eine Familie, die wir vorher noch besuchen möchten. ¿Alguien sabe dónde está Richie en suizo? Hier. Hola, señor. Hola, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Una pregunta, por favor. Buscamos un amigo de nosotros, un suizo que se llama... Richie, sí. Ahí donde está la pilastra, entre. Gracias, adiós. Ahora tenemos que desmontarlo un poco. You are a real rocker. Yeah, I know. Rock and roll. Wir machen es uns hier gemütlich und werden ein paar Tage bei Richie und seiner Familie bleiben. Aber wer sind sie?
Und warum sind wir hier? Das alles seht ihr in der nächsten Woche. Danke für eure liebe Unterstützung bei PayPal. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächsten Montag.